Stell dir vor, du findest auf der Straße eine Brieftasche voller Geld. Niemand sieht dich. Niemand würde es je erfahren. Behältst du sie? Oder diese Situation. Dein bester Freund fragt dich, ob sein neues Projekt gut ist. Ehrlich gesagt findest du es schrecklich. Lügst du, um seine Gefühle zu schonen? Jeden Tag stehen wir vor moralischen Entscheidungen. Und jeden Tag fragen wir uns, was ist eigentlich richtig? Die gute Nachricht. Ein deutscher Philosoph aus dem 18. Jahrhundert hat dafür ein geniales Werkzeug entwickelt, das auch heute noch funktioniert, und zwar verdammt gut. Wenn du lernen willst, wie du mit dem kategorischen Imperativ jedes moralische Dilemma knacken kannst, dann bleib dran. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, denn heute wirst du eine philosophische Superkraft erlernen. Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt von Immanuel Kant, einem der einflussreichsten Denker der Menschheitsgeschichte. Aber keine Sorge, das hier wird keine trockene Philosophievorlesung. Ich zeige dir heute ganz konkret, wie du Kants berühmten kategorischen Imperativ in deinem Alltag anwenden kannst. Ob es um Lügen geht, um Versprechen, um Fairness im Job oder um schwierige Entscheidungen in Beziehungen, nach diesem Video wirst du ein klares, rationales System haben, um zu entscheiden, was moralisch richtig ist. Klingt das gut? Dann lass uns starten. Immanuel Kant wurde 1724 in Königsberg geboren, einer Stadt, die er angeblich nie verlassen hat. Stell dir das vor, ein Mann, der nie gereist ist, hat einige der universellsten Wahrheiten über Moral und Ethik entdeckt. Kant war besessen von einer Frage: Gibt es absolute moralische Gesetze, die für alle Menschen, zu allen Zeiten, an allen Orten gelten? Seine Antwort war ein klares Ja. Und genau das macht seine Philosophie so relevant für uns heute. In einer Welt voller relativistischer Einsichten, wo jeder seine eigene Wahrheit hat, bietet Kant uns etwas Solides, etwas Universelles. Etwas, auf das wir uns verlassen können. Aber warum solltest du dich überhaupt für einen Philosophen aus dem 18. Jahrhundert interessieren? Ganz einfach, weil die moralischen Dilemmata, mit denen Kant sich beschäftigt hat, genau die gleichen sind, mit denen wir heute konfrontiert werden. Sollte ich lügen, um jemanden zu schützen? Ist es okay, ein Versprechen zu brechen, wenn die Umstände sich ändern? Darf ich andere Menschen als Mittel zum Zweck benutzen, um meine Ziele zu erreichen? Diese Fragen sind zeitlos. Und Kants Antworten darauf sind erschreckend präzise und praktisch anwendbar. Also, was genau ist dieser berühmte kategorische Imperativ? Lass mich dir die einfachste Version geben. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Okay, ich sehe schon deine Augen glasig werden. Lass es mich übersetzen. Bevor du etwas tust, frag dich, was wäre, wenn alle Menschen in der gleichen Situation das Gleiche tun würden? Würde die Welt dann noch funktionieren? Wenn die Antwort Nein ist, dann ist deine Handlung moralisch falsch. Punkt. Das ist der Kern des Ganzen. Und jetzt wirst du sehen, wie unglaublich mächtig dieses Simple-Prinzip ist. Lass uns mit einem konkreten Beispiel starten. Lügen. Stell dir vor, du kommst zu spät zu einem wichtigen Meeting. Dein Chef fragt dich, warum bist du zu spät? Die Wahrheit ist, du hast verschlafen, weil du gestern Abend zu lange Netflix geschaut hast. Aber du könntest auch sagen, sorry, es gab einen Stau auf der Autobahn. Niemand würde es überprüfen. Du könntest damit durchkommen. Also, was tust du? Hier kommt Kant ins Spiel. Wende den kategorischen Imperativ an. Was wäre, wenn jeder Mensch jedes Mal lügen würde, wenn es für ihn vorteilhaft wäre? Denk einen Moment darüber nach. Wenn Lügen eine universelle Praxis wäre, dann würde das Konzept der Wahrheit seine Bedeutung verlieren. Niemand würde mehr irgendjemandem glauben. Kommunikation würde zusammenbrechen. Verträge wären wertlos. Die gesamte Gesellschaft würde kollabieren. Merkst du, was hier passiert? Die Handlung des Lügens widerspricht sich selbst, wenn sie universalisiert wird. Kant nennt das einen performativen Widerspruch. Du kannst nicht rational wollen, dass jeder lügt,
weil damit die Grundlage des Lügens selbst zerstört würde. Deshalb ist Lügen nach Kant immer moralisch falsch. Immer. Keine Ausnahmen. Ich weiß, was du jetzt denkst. Aber was ist mit Notlügen? Was ist, wenn ein Mörder an meiner Tür steht und fragt, ob mein Freund hier ist? Soll ich dann die Wahrheit sagen? Das ist tatsächlich ein berühmtes Beispiel, das Kant selbst diskutiert hat. Und seine Antwort mag dich überraschen. Ja, selbst dann solltest du nicht lügen. Kant argumentiert, dass du nicht verantwortlich für das bist, was der Mörder mit der Information macht, aber du bist verantwortlich für deine eigene moralische Integrität. Jetzt magst du mit dieser Position nicht einverstanden sein und das ist okay. Viele Philosophen haben Kant hier kritisiert. Aber verstehst du das Prinzip? Es geht um die Universalisierbarkeit der Handlung, nicht um die Konsequenzen im Einzelfall. Lass mich dir zeigen, wie du das in deinem Alltag anwenden kannst. Nehmen wir ein moderneres Beispiel, Social Media. Du siehst ständig Menschen, die ihr Leben auf Instagram perfekt darstellen. Die Fotos, die Erfolge, das scheinbare Glück. Nichts davon ist echt, es ist kuratiert, gefiltert, inszeniert. Und du denkst dir, soll ich das auch machen? Soll ich mein Leben besser darstellen, als es wirklich ist? Wende den kategorischen Imperativ an. Was wäre, wenn jeder Mensch auf Social Media eine komplett falsche Version seines Lebens präsentieren würde? Warte, das passiert ja bereits. Und was ist das Ergebnis? Massenhaft Depression, Angststörungen, ein verzerrtes Bild von Realität, Vergleichsdruck. Die Plattformen selbst verlieren ihren Wert als Orte authentischer Verbindung. Siehst du, wenn eine Handlung universalisiert wird und dabei ihre eigene Grundlage zerstört, dann ist sie moralisch problematisch. Aber Kant gibt uns noch eine zweite Formulierung des kategorischen Imperativs, die vielleicht noch wichtiger ist. Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Das ist riesig. Was bedeutet das? Es bedeutet, behandle Menschen immer als Wesen mit eigenem Wert, mit eigener Würde, mit eigenen Zielen. Benutze sie niemals nur als Werkzeug für deine eigenen Zwecke. Denk mal darüber nach, wie radikal das ist. Wie oft benutzen wir Menschen? Wie oft manipulieren wir jemanden, um zu bekommen, was wir wollen? Wie oft lügen wir, schmeicheln wir, täuschen wir vor, nur um unsere Ziele zu erreichen? Ein Beispiel. Du bist in einer Beziehung, aber du merkst, dass du nicht mehr verliebt bist. Du bleibst aber in der Beziehung, weil die andere Person dir finanzielle Sicherheit bietet oder weil du Angst vor dem Alleinsein hast. Nach Kant ist das moralisch verwerflich. Warum? Weil du die andere Person nur als Mittel benutzt, als Mittel für deine finanzielle Sicherheit, als Mittel gegen deine Einsamkeit. Du behandelst sie nicht als autonome Person mit eigenen Bedürfnissen und Würde. Du schuldest ihr die Wahrheit. Du schuldest ihr die Möglichkeit, eine informierte Entscheidung über ihr eigenes Leben zu treffen. Oder denk an die Arbeitswelt. Wie oft behandeln wir Kollegen, Mitarbeiter oder sogar Vorgesetzte als bloße Mittel? Der Chef, der seine Angestellten ausbeutet, um seinen Profit zu maximieren. Der Kollege, der dich vor den Bus wirft, um selbst besser dazustehen. Die Person, die sich mit dir anfreundet, nur um Kontakte für ihre Karriere zu knüpfen. All das sind nach Kant klare moralische Verfehlungen. Und wenn du ehrlich bist, erkennst du wahrscheinlich, dass auch du manchmal in diese Falle tappst. Ich weiß, ich tue es auch. Die Frage ist, wie können wir es besser machen? Hier ist ein praktischer Tipp. Bevor du eine Entscheidung triffst, die andere Menschen betrifft, stelle dir diese Frage. Habe ich diese Person über alle relevanten Informationen informiert? Kann sie eine freie, informierte Entscheidung treffen? Oder manipuliere ich sie, indem ich Informationen zurückhalte oder die Situation zu meinem Vorteil darstelle? Wenn du merkst, dass du manipulierst, dann weißt du, das ist nicht richtig. Und das Schöne an Kants Ethik ist, sie ist nicht kompliziert. Du musst keine komplizierten Nutzenkalküle erstellen. Du musst nicht die Konsequenzen für alle Beteiligten durchrechnen. Du musst nur zwei Dinge prüfen. Ist meine Handlung universalisierbar? Und behandle ich Menschen als Zweck oder nur als Mittel? Lass uns über Versprechen sprechen. Du sagst einem Freund zu, ihm beim Umzug zu helfen. Am Tag des Umzugs wirst du zu einer coolen Party eingeladen. Was tust du? Viele Leute würden sagen, es hängt davon ab. Wie wichtig ist die Party? Wie sehr braucht mein Freund mich wirklich? Kann er andere Helfer finden?
Das sind alles konsequenzialistische Überlegungen. Kant würde sagen, das spielt keine Rolle. Du hast ein Versprechen gegeben. Ein Versprechen ist ein kategorisches Sollen, keine Empfehlung, keine Absichtserklärung, sondern ein moralisches Muss. Was wäre, wenn jeder Mensch Versprechen brechen würde, wann immer es ihm passt? Das Konzept eines Versprechens würde bedeutungslos werden. Niemand würde mehr Versprechen ernst nehmen. Die soziale Praxis des Versprechens würde zusammenbrechen. Deshalb ist das Brechen eines Versprechens moralisch falsch, nicht wegen der Konsequenzen, sondern wegen des Prinzips. Jetzt höre ich dich schon sagen, aber das ist doch viel zu streng. Das Leben ist doch nicht so schwarz-weiß. Und weißt du was? Du hast teilweise recht. Kants Ethik ist extrem fordernd. Sie erlaubt keine Kompromisse, keine Ausreden, keine Grauzonen. Und genau das ist ihre Stärke und ihre Schwäche zugleich. Die Stärke, sie gibt dir kristallklare Orientierung. Du musst nie zweifeln, was richtig ist. Die Schwäche, manchmal fühlt sich diese Klarheit im echten Leben zu rigid an. Aber überleg mal, ist es nicht besser, einen hohen moralischen Standard zu haben und manchmal daran zu scheitern, als gar keinen Standard zu haben? Kant gibt uns ein Ideal, nach dem wir streben können. Und selbst wenn wir es nicht immer erreichen, macht uns allein das Streben danach zu besseren Menschen. Lass uns über ein weiteres alltägliches Dilemma sprechen: Trittbrettfahren. Stell dir vor, du arbeitest in einem Team an einem Projekt. Alle anderen arbeiten hart, bleiben länger, geben ihr Bestes. Du könntest dich auch reinknien oder du könntest dich zurücklehnen, das Minimum tun und trotzdem vom Erfolg des Teams profitieren. Niemand würde es wirklich merken. Du würdest trotzdem die gleiche Anerkennung bekommen. Was tust du? Der kategorische Imperativ gibt eine klare Antwort. Was wäre, wenn jeder im Team Trittbrettfahrer wäre? Das Projekt würde scheitern. Das Team würde zusammenbrechen. Der Erfolg, von dem du profitieren wolltest, würde nicht existieren. Deine Handlung ist also nicht universalisierbar. Sie ist moralisch falsch. Und hier wird es interessant. Kant zeigt uns, dass Moral nicht nur darum geht, was du kannst durchkommen lassen, sondern darum, was rational konsistent ist. Es ist schlicht unlogisch, zu wollen, dass du Trittbrettfahrer sein darfst, während alle anderen arbeiten. Du würdest dir selbst einen speziellen Status geben, den du gleichzeitig allen anderen verweigern müsstest. Das ist irrational. Und damit ist es auch unmoralisch. Wie sieht es mit Steuern aus? Solltest du Steuern hinterziehen, wenn du die Chance dazu hast? Viele Leute denken, der Staat verschwendet sowieso mein Geld. Ich arbeite hart für mein Einkommen. Warum sollte ich so viel abgeben? Und wenn ich ein bisschen trickse, merkt es niemand. Aber wende den kategorischen Imperativ an. Was wäre, wenn jeder Steuern hinterziehen würde? Das staatliche System würde kollabieren. Es gäbe keine Infrastruktur, keine Schulen, keine Polizei, keine Krankenhäuser. Die Gesellschaft, in der du lebst und von der du profitierst, würde aufhören zu existieren. Du kannst nicht rational wollen, dass alle Steuern hinterziehen, weil du selbst auf das angewiesen bist, was durch Steuern finanziert wird. Deine Handlung widerspricht sich selbst. Also ist sie falsch. Jetzt werden die Beispiele interessanter. Was ist mit Umweltschutz? Solltest du deinen Müll trennen, weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, auch wenn dein individueller Beitrag verschwindend gering ist? Auch hier hilft der kategorische Imperativ. Was wäre, wenn jeder Mensch so dachte und handelte wie du? Wenn jeder sagen würde, mein Beitrag ist zu klein, um etwas zu ändern, deshalb mache ich nichts, dann würde sich garantiert nichts ändern. Der Klimawandel würde sich verschlimmern. Ökosysteme würden kollabieren. Zukünftige Generationen würden leiden. Du kannst nicht rational wollen, dass alle so handeln wie du, also ist dein Verhalten inkonsistent. Kant würde sagen, du hast die Pflicht, deinen Teil beizutragen, unabhängig davon, was andere tun. Nicht wegen der Konsequenzen deiner individuellen Handlung, sondern weil es das Prinzip verlangt. Lass uns über Ehrlichkeit in Beziehungen sprechen. Dein Partner fragt dich, findest du diese andere Person attraktiv? Die ehrliche Antwort ist ja. Aber du weißt, dass diese Ehrlichkeit verletzen wird. Solltest du lügen? Solltest du ausweichen? Kant würde sagen, du schuldest deinem Partner die Wahrheit. Aber, und das ist wichtig, du schuldest sie in einer Weise, die ihre Würde respektiert. Du kannst ehrlich sein, ohne grausam zu sein. Du könntest sagen, ja, ich finde diese Person objektiv attraktiv.
aber das ändert nichts an meinen Gefühlen für dich. Oder, das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, bin ich dir treu? Und die Antwort ist ja. Siehst du den Unterschied? Kant verlangt nicht, dass du gefühllos oder brutal ehrlich bist. Er verlangt, dass du nicht lügst. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Wie wendet man den kategorischen Imperativ auf schwierige Entscheidungen im Job an? Stell dir vor, du bist Manager und musst entscheiden, ob du einen langjährigen, aber mittelmäßigen Mitarbeiter entlässt oder behältst. Die Entlassung wäre gut fürs Geschäft. Der Mitarbeiter hat eine Familie. Was tust du? Hier wird es komplex, weil mehrere moralische Prinzipien im Spiel sind. Einerseits hast du eine Verantwortung gegenüber dem Unternehmen. Andererseits musst du den Mitarbeiter als Zweck an sich behandeln, nicht nur als Mittel. Kant würde fragen, hast du dem Mitarbeiter faire Chancen gegeben, sich zu verbessern? Hast du transparent kommuniziert? Hast du ihn respektvoll behandelt? Wenn ja, dann kann eine Entlassung moralisch gerechtfertigt sein. Aber wenn du ihn hintergangen, getäuscht oder unfair behandelt hast, dann nicht. Der Schlüssel ist, behandle Menschen immer mit Respekt und Würde, selbst in schwierigen Situationen. Denk an das Thema Ghosting. Du datest jemanden, es läuft nicht so gut, und du hörst einfach auf zu antworten. Kein Gespräch, keine Erklärung, einfach Funkstille. Viele Leute denken, das ist einfacher für beide Seiten. Niemand muss ein unangenehmes Gespräch führen. Aber Kant würde fragen, behandelst du die andere Person als autonomes Wesen mit Würde? Oder behandelst du sie wie ein Objekt, das du einfach wegwerfen kannst, wenn es unbequem wird? Die Antwort ist offensichtlich. Ghosting ist moralisch falsch, weil es die andere Person entmenschlicht. Du schuldest dir zumindest eine ehrliche, respektvolle Erklärung. Ja, das ist unangenehm. Ja, das ist schwer. Aber Moral ist nicht dazu da, es dir leicht zu machen. Moral ist dazu da, richtig zu handeln. Wie sieht es mit kleinen Alltagsentscheidungen aus? Du bist im Supermarkt. Die Kassiererin gibt dir zu viel Wechselgeld. Sagst du es? Kant würde sagen, natürlich. Das Geld gehört nicht dir. Es zu behalten wäre Diebstahl. Punkt. Keine Diskussion. Aber lass uns ehrlich sein, wie viele von uns hätten es einfach eingesteckt? Die Kassiererin wird es nie merken. Der Supermarkt ist eine riesige Kette, denen fehlen diese paar Euro nicht. Warum sollte ich mir die Mühe machen? Hier ist die Sache, Moral ist nicht situationsabhängig. Du bist nicht nur dann ein guter Mensch, wenn es leicht ist oder wenn jemand zuschaut. Du bist ein guter Mensch, wenn du auch dann das Richtige tust, wenn niemand es sehen würde. Und das ist genau das, was Kant von uns verlangt. Lass uns über ein weiteres Dilemma sprechen, Whistleblowing. Du arbeitest für ein Unternehmen und entdeckst, dass dein Arbeitgeber illegal handelt oder Kunden betrügt. Solltest du es melden? Du riskierst damit deinen Job, vielleicht sogar deine Karriere. Was tust du? Der kategorische Imperativ ist hier ziemlich klar. Was wäre, wenn jeder Mensch illegales Verhalten decken würde, um seinen eigenen Job zu schützen? Die Gesellschaft würde in Korruption und Betrug versinken. Niemand könnte mehr irgendjemandem vertrauen. Das Rechtssystem würde zusammenbrechen. Du kannst nicht rational wollen, dass alle so handeln, also musst du das Richtige tun und es melden. Ja, es wird Konsequenzen haben. Ja, es wird schwer sein. Aber Kant interessiert sich nicht für deine persönliche Bequemlichkeit. Er interessiert sich für moralische Konsistenz. Was ist mit kleinen Notlügen im Alltag? Deine Kollegin hat sich die Haare schneiden lassen. Es sieht schrecklich aus. Sie fragt, wie findest du meine neue Frisur? Solltest du ehrlich sein oder höflich lügen? Die meisten Leute würden sagen, eine kleine Notlüge schadet niemandem und erspart dir die Verlegenheit. Aber Kant würde widersprechen. Er würde sagen, du kannst ehrlich sein, ohne grausam zu sein. Du könntest sagen, es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn du dich damit wohlfühlst, ist das das Wichtigste. Oder, es ist anders als vorher, aber du strahlst. Die Idee ist, finde Wege, respektvoll und freundlich zu sein, ohne zu lügen. Das erfordert mehr Kreativität und emotionale Intelligenz, aber es ist möglich. Und es bewahrt deine moralische Integrität. Ein weiteres komplexes Gebiet, Plagiat und geistiges Eigentum. Du schreibst eine Hausarbeit und findest einen perfekten Absatz in einem Buch, der genau das sagt, was du sagen wirst. Solltest du ihn kopieren, ohne zu zitieren? Viele Studenten denken, der Professor wird es nie merken.
Und selbst wenn, was ist schon dabei? Aber Kant würde zwei Probleme sehen. Erstens, du lügst. Du tust so, als wären die Ideen deine eigenen. Zweitens, du benutzt die Arbeit einer anderen Person als bloßes Mittel für deinen eigenen Erfolg, ohne ihr die gebührende Anerkennung zu geben. Beides ist moralisch falsch. Und was wäre, wenn jeder plagieren würde? Das gesamte System akademischer Integrität würde zusammenbrechen. Wissen könnte nicht mehr zuverlässig zugeordnet werden. Der wissenschaftliche Fortschritt würde leiden. Die Handlung ist nicht universalisierbar, also falsch. Wie sieht es mit Fairness im Sport aus? Du spielst ein Spiel und könntest schummeln, ohne dass es jemand merkt. Solltest du es tun? Kant würde fragen, was ist der Sinn des Spiels? Der Sinn ist, fair zu wetteifern und zu sehen, wer unter den gegebenen Regeln am besten ist. Wenn du schummelst, untergräbst du den Sinn des Spiels selbst. Was wäre, wenn alle schummeln würden? Das Spiel würde bedeutungslos werden. Niemand würde mehr spielen wollen. Deine Handlung zerstört die Grundlage dessen, wovon du profitieren wirst. Das ist performativ widersprüchlich und damit unmoralisch. Und das Gleiche gilt für alle Bereiche des Lebens, wo Regeln und Fairness wichtig sind. Jetzt wird es noch interessanter. Was ist mit Zivilungehorsam? Solltest du bewusst ein Gesetz brechen, wenn du denkst, dass das Gesetz ungerecht ist? Hier wird Kants Position nuanciert. Kant hatte großen Respekt vor dem Gesetz und der gesellschaftlichen Ordnung. Aber er würde auch sagen, es gibt höhere moralische Gesetze als menschliche Gesetze. Wenn ein staatliches Gesetz gegen den kategorischen Imperativ verstößt, wenn es Menschen als bloße Mittel behandelt, wenn es nicht universalisierbar ist, dann hast du nicht nur das Recht, sondern vielleicht sogar die Pflicht, dagegen zu handeln. Denk an die Menschen, die im Dritten Reich Juden versteckt haben. Sie brachen das Gesetz. Aber nach Kant handelten sie moralisch richtig, weil die Nazi-Gesetze selbst zutiefst unmoralisch waren. Lass uns über Selbstentwicklung sprechen. Hast du eine moralische Pflicht, an dir selbst zu arbeiten? Deine Talente zu entwickeln? Kant würde sagen, ja, absolut. Er nennt das die Pflicht zur Selbstvervollkommnung. Warum? Weil du dich selbst auch als Zweck an sich behandeln musst, nicht nur andere. Wenn du dein Potenzial verschwendest, wenn du deine Fähigkeiten verkümmern lässt, dann behandelst du dich selbst nicht mit der Würde, die du verdienst. Und was wäre, wenn jeder Mensch aufhören würde, sich weiterzuentwickeln? Die Gesellschaft würde stagnieren. Menschlicher Fortschritt würde aufhören. Innovation und Kreativität würden sterben. Du hast also nicht nur die Freiheit, dich weiterzuentwickeln, du hast die Pflicht dazu. Was ist mit Hilfsbereitschaft? Hast du eine moralische Pflicht, anderen zu helfen? Kant würde sagen, ja, aber mit einer wichtigen Einschränkung. Du musst helfen, wenn du kannst, ohne dich selbst zu sehr zu opfern. Warum? Weil eine Welt, in der niemand anderen hilft, eine Welt wäre, in der du auch keine Hilfe bekommen würdest, wenn du sie brauchst. Du kannst nicht rational wollen, dass niemand hilft, weil du selbst auf Hilfe angewiesen sein könntest. Aber, und das ist wichtig, Kant verlangt nicht, dass du dich aufopferst. Er verlangt keine Selbstzerstörung. Deine eigene Würde ist genauso wichtig wie die andere. Es geht um Balance. Lass mich dir ein persönliches Beispiel geben, wie ich den kategorischen Imperativ in meinem Leben anwende. Ich erstelle Content für diesen Kanal. Manchmal bin ich versucht, Clickbait zu verwenden, übertriebene Versprechungen zu machen oder Kontroversen zu schüren, nur um mehr Views zu bekommen. Das würde kurzfristig funktionieren. Aber ich frage mich, was wäre, wenn alle Content-Creator so handeln würden? Das Vertrauen zwischen Creator und Publikum würde zerstört werden. Niemand würde mehr wissen, welchen Inhalten man trauen kann. Die Plattform selbst würde an Wert verlieren. Meine Handlung wäre nicht universalisierbar. Also tue ich es nicht. Stattdessen versuche ich, ehrlichen, wertvollen Content zu erstellen. Und weißt du was? Auf lange Sicht funktioniert das besser. Nicht nur moralisch, sondern auch praktisch. Hier ist die Sache, der kategorische Imperativ ist nicht nur ein philosophisches Gedankenexperiment. Es ist ein praktisches Werkzeug für tägliche Entscheidungen. Jedes Mal, wenn du vor einer moralischen Wahl stehst, kannst du diese zwei einfachen Tests anwenden. Erstens, ist meine Handlung universalisierbar? Könnte ich wollen, dass alle so handeln? Zweitens, behandle ich Menschen als Zweck an sich oder nur als Mittel? Diese zwei Fragen werden dir in fast jeder Situation Klarheit geben. Und das Schöne ist,
Du brauchst keine komplizierten Berechnungen. Du brauchst keine Expertenmeinung. Du brauchst nur rationales Denken und die Bereitschaft, ehrlich zu dir selbst zu sein. Aber ich will auch ehrlich zu dir sein. Den kategorischen Imperativ konsequent anzuwenden ist verdammt schwer. Es erfordert Mut. Es erfordert Integrität. Es erfordert die Bereitschaft, manchmal das Unbequeme zu tun. Es bedeutet, Versprechen zu halten, auch wenn es schwierig wird. Es bedeutet, ehrlich zu sein, auch wenn eine Lüge einfacher wäre. Es bedeutet, Menschen mit Respekt zu behandeln, auch wenn es dir keinen Vorteil bringt. Es bedeutet, nach Prinzipien zu leben, nicht nach Bequemlichkeit. Und es ist anstrengend. Aber weißt du was? Es ist auch unglaublich befreiend. Wenn du nach klaren moralischen Prinzipien lebst, musst du nicht mehr ständig abwägen und rationalisieren. Du weißt, was richtig ist. Und du tust es. Kant glaubte an die Würde des Menschen. Er glaubte, dass jeder Mensch ein autonomes, rationales Wesen ist, das fähig ist, moralisch zu handeln. Nicht wegen Belohnungen oder aus Angst vor Bestrafung, sondern einfach, weil es richtig ist. Das ist eine unglaublich optimistische Sicht auf die Menschheit. Und gleichzeitig eine extrem fordernde. Kant sagt dir, du bist fähig, gut zu sein. Also sei es. Keine Ausreden, keine Relativierungen, keine Kompromisse. Handle nach Prinzipien, die universalisierbar sind und die die Würde aller Menschen respektieren. Lass mich dir noch ein paar letzte praktische Tipps geben, wie du den kategorischen Imperativ in deinem Alltag implementieren kannst. Erstens, mach es zur Gewohnheit, innezuhalten, bevor du wichtige Entscheidungen triffst. Nimm dir 30 Sekunden Zeit und stelle dir die 2 entscheidenden Fragen. Ist das universalisierbar? Behandle ich Menschen als Zweck oder als Mittel? Diese kurze Pause kann den Unterschied zwischen einer impulsiven, möglicherweise unmoralischen Entscheidung und einer durchdachten, prinzipientreuen Handlung machen. Zweitens, sei geduldig mit dir selbst. Du wirst nicht sofort perfekt sein. Du wirst Fehler machen. Du wirst in alte Muster zurückfallen. Das ist menschlich. Das Wichtige ist, dass du dranbleibst, dass du reflektierst, dass du lernst. Jedes Mal, wenn du nach dem kategorischen Imperativ handelst, stärkst du deinen moralischen Charakter. Es wird mit der Zeit einfacher. Drittens, umgib dich mit Menschen, die ähnliche Werte teilen. Moral ist nicht nur eine individuelle Angelegenheit. Wir werden stark von unserem sozialen Umfeld beeinflusst. Wenn du von Menschen umgeben bist, die lügen, betrügen und manipulieren, wird es viel schwieriger für dich, moralisch zu bleiben. Aber wenn du Freunde hast, die Integrität schätzen, die ehrlich sind, die Versprechen halten, dann wird es einfacher, selbst so zu sein. Suche dir Vorbilder. Lerne von Menschen, die nach Prinzipien leben. Und sei selbst ein Vorbild für andere. Viertens, erkenne die Kraft der kleinen Entscheidungen. Jede einzelne moralische Entscheidung, die du triffst, mag unbedeutend erscheinen. Aber zusammengenommen formen diese Entscheidungen deinen Charakter. Sie bestimmen, wer du bist. Du bist nicht die Person, die du sein möchtest. Du bist nicht die Person, die du zu sein vorgibst. Du bist die Summe dessen, was du tatsächlich tust. Wenn du jeden Tag kleine unmoralische Kompromisse eingehst, dann bist du ein unmoralischer Mensch, egal wie viel du über Ethik redest. Aber wenn du jeden Tag versuchst, das Richtige zu tun, auch in kleinen Dingen, dann bist du ein moralischer Mensch. Es sind die kleinen Entscheidungen, die zählen. Was ist mit Situationen, wo verschiedene moralische Pflichten im Konflikt stehen? Das kommt tatsächlich vor. Stell dir vor, du hast 2 Versprechen gegeben, und du kannst nur eines halten. Kant gibt hier keine einfache Antwort. Aber er würde sagen, prüfe, welches Versprechen fundamentaler ist, welches schwerer wiegt. Und kommuniziere ehrlich mit den betroffenen Personen. Erkläre die Situation. Bitte um Verständnis. Das Wichtigste ist, lüge nicht. Manipuliere nicht. Sei transparent und respektvoll. Manchmal gibt es keine perfekte Lösung. Aber es gibt immer eine Lösung, die die Würde aller Beteiligten so gut wie möglich respektiert. Ich möchte auch betonen, der kategorische Imperativ macht dich nicht zu einem emotionslosen Roboter. Kant wertschätzte Mitgefühl, Liebe und Freundschaft. Er dachte nur nicht, dass diese Gefühle die Grundlage der Moral sein sollten. Warum? Weil Gefühle wechselhaft sind. Heute fühlst du Mitgefühl, morgen vielleicht nicht. Heute liebst du jemanden, morgen vielleicht nicht mehr.
Wenn Moral auf Gefühlen basiert, dann ist sie instabil. Aber wenn Moral auf rationalen Prinzipien basiert, dann ist sie verlässlich. Das bedeutet nicht, dass du keine Emotionen haben sollst. Es bedeutet nur, dass deine moralischen Entscheidungen nicht von deinen momentanen Emotionen abhängen sollten. Handle nach Prinzipien, nicht nach Laune. Denke auch daran, der kategorische Imperativ schützt dich vor Manipulation. Wenn jemand versucht, dich zu etwas zu überreden, das sich falsch anfühlt, kannst du den Test anwenden. Ist das universalisierbar? Würde diese Person wollen, dass alle so handeln? Meistens wirst du feststellen, nein. Die Person will eine Ausnahme für sich selbst. Sie will Privilegien, die sie anderen nicht kennen würde. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Der kategorische Imperativ gibt dir die Werkzeuge, solche Manipulationsversuche zu durchschauen und abzulehnen. Ein letzter wichtiger Punkt. Kant zeigt uns, dass Moral nicht kulturell relativ ist. Es gibt universelle moralische Wahrheiten. Lügen ist falsch. Versprechen brechen ist falsch. Menschen als bloße Mittel benutzen ist falsch. Das gilt überall, für alle Menschen, zu allen Zeiten. Das mag kontrovers klingen in unserer heutigen Zeit, wo viele Leute denken, dass Moral subjektiv ist oder kulturell konstruiert. Aber Kant würde argumentieren, wenn Moral wirklich subjektiv wäre, dann hätten wir keine Grundlage, irgendetwas zu kritisieren. Wir könnten nicht sagen, dass Sklaverei falsch war. Wir könnten nicht sagen, dass der Holocaust böse war. Wir könnten nur sagen, das war deren Moral, nicht unsere. Aber tief in uns wissen wir, dass das Unsinn ist. Es gibt objektiv falsche Handlungen. Und Kant gibt uns die philosophische Grundlage, um das zu begründen. Jetzt fragst du dich vielleicht, kann ich wirklich nach diesen Prinzipien leben in der realen Welt? Ist das nicht naiv? Werden mich die Leute nicht ausnutzen, wenn ich immer ehrlich bin, immer Versprechen halte, immer fair bin? Und die ehrliche Antwort ist, ja, manchmal wirst du ausgenutzt werden. Manchmal wirst du Nachteile haben, weil du moralisch handelst. Aber weißt du was? Das ist der Preis der Integrität. Und langfristig ist es das wert. Menschen, die nach Prinzipien leben, gewinnen Respekt. Sie bauen echte Vertrauensbeziehungen auf. Sie schlafen nachts gut. Sie müssen sich nicht an ihre Lügen erinnern. Sie müssen keine Masken tragen. Sie können sie selbst sein. Und das ist unbezahlbar. Außerdem, wenn alle darauf warten, dass andere zuerst moralisch handeln, wird sich nie etwas ändern. Jemand muss anfangen. Warum nicht du? Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, wie Gandhi sagte. Und interessanterweise war Gandhi stark von Kants Philosophie beeinflusst. Seine Idee der Gewaltlosigkeit basiert auf ähnlichen Prinzipien. Er fragte, was wäre, wenn alle mit Gewalt auf Gewalt reagieren würden? Endlose Eskalation. Deshalb wählte er die Gewaltlosigkeit nicht, weil sie einfach war, sondern weil sie universalisierbar war. Lass mich zum Abschluss eine persönliche Reflexion teilen. Seitdem ich mich intensiv mit Kant beschäftigt habe, hat sich mein Leben verändert. Ich treffe klarere Entscheidungen. Ich habe weniger innere Konflikte. Ich weiß, wofür ich stehe. Und interessanterweise respektieren mich die Menschen mehr, nicht weniger. Anfangs dachte ich, dass strikte moralische Prinzipien mich unflexibel und schwierig machen würden. Aber das Gegenteil ist passiert. Menschen schätzen Verlässlichkeit. Sie schätzen Ehrlichkeit. Sie schätzen jemanden, der zu seinem Wort steht. Der kategorische Imperativ hat mich nicht isoliert, er hat meine Beziehungen tiefer und authentischer gemacht. Natürlich bin ich nicht perfekt. Ich scheitere oft. Es gibt Momente, wo ich den einfachen Weg wähle statt des richtigen. Wo ich rationalisiere und Ausreden finde. Wo ich das tue, was bequem ist, nicht was prinzipientreu ist. Aber der Unterschied ist, ich erkenne es jetzt. Ich habe einen klaren Maßstab, an dem ich mich messen kann. Und das motiviert mich, es beim nächsten Mal besser zu machen. Ohne diesen Maßstab wäre ich orientierungslos, würde mich treiben lassen von Umständen und Emotionen. Kant hat mir einen Kompass gegeben. Und es ist ein unschätzbares Geschenk. Also, was nimmst du aus diesem Video mit? Ich hoffe, du hast verstanden, dass Moral nicht kompliziert sein muss. Du brauchst nur 2 einfache Tests. Ist es universalisierbar? Und behandle ich Menschen als Zweck an sich? Diese 2 Fragen werden dich durch fast jedes moralische Dilemma führen. Ich hoffe, du erkennst jetzt die Kraft der Prinzipien. In einer Welt,
wo alles relativ zu sein scheint, wo jeder seine eigene Wahrheit hat, bietet Kant uns etwas Festes, etwas Verlässliches. Und ich hoffe, du bist inspiriert, es auszuprobieren. Fang klein an. Nimm eine Situation in deinem Leben, wo du moralisch unsicher bist, und wende den kategorischen Imperativ an. Schau, was passiert. Experimentiere damit. Und teile deine Erfahrungen in den Kommentaren. Ich bin wirklich neugierig zu hören, wie das für dich funktioniert. Wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn du jetzt ein klareres Verständnis von Moral hast, wenn du denkst, dass auch andere davon profitieren könnten, dann tue mir einen Gefallen. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Ich erstelle regelmäßig Content über Philosophie, Psychologie und wie wir ein besseres Leben führen können. Und jedes Video ist vollgepackt mit praktischen Ideen, die du sofort umsetzen kannst. Keine leeren Theorien, sondern echte Werkzeuge für dein Leben. Mit deinem Abonnement unterstützt du mich dabei, diesen Content weiter zu erstellen und noch mehr Menschen zu erreichen. Und hey, wenn du den kategorischen Imperativ ernst nimmst, was wäre, wenn jeder, der von diesem Video profitiert hat, nicht abonnieren würde? Dann könnte ich diesen Content nicht mehr erstellen. Dann würden andere Menschen nicht die Chance bekommen, von diesen Ideen zu lernen. Also, sei Teil der Lösung. Klick auf den Abonnieren-Button, aktiviere die Glocke und lass uns gemeinsam eine Community aufbauen von Menschen, die nach Prinzipien leben wollen. Menschen, die Integrität schätzen. Menschen, die die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Eine Entscheidung nach der anderen. Ich sehe dich im nächsten Video. Bis dahin, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Oder einfacher gesagt, sei die Person, die du selbst gerne treffen würdest. Mach's gut.